Der Klimawandel hat in Deutschland für viele, viele Jahre sehr positive Effekte gebracht. Wir waren ja immer eines der Weinbauländer, was am nördlichsten lokalisiert war und haben uns damals sehr, sehr stark auf Weißwein beschränkt. Und plötzlich hat man gemerkt, dass man auch andere Rebsorten, die aus wärmeren Klimaten bekannt waren, bei uns sehr gut reif werden lassen kann. Also man hat dann vom Süden her beginnend verstärkt mit Rotwein begonnen, also auch in der Pfalz. Aber mittlerweile ist das eigentlich ein Thema, was ganz Deutschland betrifft. Und das war sehr, sehr positiv. Also die Qualität unserer Weine ist durchaus sehr stark angestiegen. Weiß- als auch Rotweinbereitung hat sich dramatisch verbessert in den letzten Jahren. Aber jetzt kommen wir leider an einen Punkt, wo es ein bisschen zu viel wird, wo wir jetzt aufpassen müssen, wie entwickelt sich das Ganze. Man beginnt langsam, sich in etwas kühlere Regionen zurückzuziehen, weil es für einige Weißweine viel zu warm wird. Also auch hier schon Sonnenbrandschäden auftreten. Also man sucht jetzt Weinberge, die natürlich von ihren Gegebenheiten optimal sein müssen, die aber in etwas kühlere, vielleicht höheren Lagen sich befinden. Und wir haben auch das Problem, dass wir mittlerweile mit Schädlingen zu tun haben, die man ja eigentlich aus der Literatur oder aus südlichen Bereichen kannten. Und plötzlich sind auch unsere Winzer damit konfrontiert. Ich denke hier mal an die Kirschessigfliege oder auch andere Krankheiten, die jetzt kommen. Das heißt, wir müssen uns hier sehr, sehr stark umstellen. Und das wird eine gewisse Herausforderung für die nächsten Jahre werden. Für unsere Winzer bedeutet der Klimawandel schon eine sehr, sehr große Herausforderung. Es gab ja einen sogenannten 100-jährigen Bauernkalender, nach dem man sich früher gerichtet hat. An dem und dem Tag ist man rausgegangen, um die und die Arbeiten zu erledigen. Und das ist heute alles leider nicht mehr zutreffend. Wir haben heute Phasen, wo es sehr, sehr früh warm wird. Und wenn dann noch mal ein Frost hinterherkommt, kann es natürlich passieren, wie es in diesem Jahr auch der Fall war, dass es zu sehr, sehr starken Frostschäden kommen kann, was die Ernte und damit natürlich auch das Einkommen der Winzer sehr, sehr stark reduziert, vielleicht sogar vernichtet. Also der Winzer muss heute sehr flexibel auf die Anforderungen reagieren. Und das Problem ist alles, das, was ich heute im Weinberg mache, kann vielleicht morgen das Verkehrte gewesen sein, weil sich auch das Wetter sehr, sehr schnell ändern kann und man diese Prognosen in der Form nicht mehr stellen kann und von daher sehr stark gefragt ist, ja quasi in einem tagtäglichen Austausch sich mit seinem Weinberg zu bewegen, um zu gucken, was wird denn jetzt gerade benötigt. Das Einzige, was bei uns momentan noch konstant zu sein scheint, ist die Form extrem. Es ist extrem kalt, extrem trocken, extrem heiß und leider ist die Natur nicht immer in der Lage dazu, sich entsprechend schnell darauf auch einzustellen. Eine Möglichkeit, die wir zurzeit sehen, sind die sogenannten Piwi-Sorten, also die pilzwiderstandsfähigen Sorten, die es uns erleichtern sollen, in Zukunft Pilzkrankheiten zu reduzieren, weil sie einfach widerstandsfähiger sind und hier weniger im Weinberg auch an Spritzmitteln eingesetzt werden kann. Eine weitere Möglichkeit besteht aber auch darin, dass jetzt gezielt mit Drohnen gearbeitet wird, dass man also an Einzelstöcken erkennen kann, wo Probleme vorhanden sind, ob jetzt einfach nur Wasser fehlt oder ob ein Krankheitsbefall vorliegt und dann ganz gezielt diese einzelnen Stöcke auch mit Hilfe von Drohnen zu bearbeiten, anstatt einen ganzen Weinberg direkt bearbeiten zu müssen. Weltweit kann man feststellen, dass der Weinbau nach Norden wandert. Mittlerweile sind Dänemark und Schweden ja offizielle Weinbauländer der EU, was vor 20 Jahren völlig unmöglich gewesen wäre, sich das alleine vorzustellen. Es gibt sehr, sehr gute Produkte aus den Niederlanden, aus Belgien, aus dem Vereinigten Königreich. Also man kann sehen, dass der Wein, auch der Weingenuss weiter nach Norden wandert. Ich sehe aber keine Probleme für Deutschland in den nächsten Jahren jedenfalls. Wir sehen zwar schon, dass es wärmer wird, dass wir auch andere Rebsorten haben,
Aber letztendlich wird die Entscheidung beim Konsumenten liegen. Ist der Konsument bereit, sich auf neue Weinstilistiken einzulassen? Oder wollen wir unsere jetzige Weinstilistik behalten und dafür neue verfahrenstechnische Lösungen finden? Und da ist der Kunde gefragt, zu entscheiden, was möchte er? Was die Weinkultur anbelangt, sehe ich keine Bedenken, dass unsere Weinfeste in irgendeiner Art und Weise in Gefahr geraten. Ich denke, wir sind so ein feierfreudiges Volk in Deutschland, dass wir auch weiterhin unsere Weinfeste behalten werden.